Namkadam Yamba Simjan Damshiji Tondo, Tande Laname Payanto Zobo Sandeji, Gomhon Ramboche Tobra Sha, Dishir the Tambi Chukan Sani, Tonyam Sim Lamro, Yuan Yambi Samba Shanchim Shota, Simki Badam Chetir Sansir, Tambo Simjan Tamchiki Tondo, Tane Namkin Zobo Sandeji, Gomhon Tobra Sha, Yamdana. Als erstes fangen wir an mit der Erzeugung der Motivation, der Bodhicitta-Motivation, indem wir denken, für alle Wesen, um alle Wesen, deren Anzahl so grenzenlos wie der Raum ist, zur vollkommenen Buddhaschaft zu führen, werde ich den Dharma hören und in die Praxis umsetzen. In dieser Weise, so denkend, erzeugt also diesen Geist des Erwachens oder den Erleuchtungsgeist Bodhicitta als erstes. So fange ich also jetzt an mit der Belehrung, der Nachmittagsbelehrung. Und diese wird also auch so um 1,5 Stunden dauern und danach gibt es wieder Zeit für ein paar Fragen. Tene che nambago chwa mambo yo marita yenaya pe chwa yakpo lo ke yang tene semno na kan shar te zo thakar ka songni tene chwa rantang che tene rewa yen ja zhuji nan ja pe yakpo song xiong. Heute Morgen hatten wir also einige Fragen. Es waren also sehr gute Fragen, die direkt, was immer in eurem Geist euch unklar war, ihr direkt ausgedrückt habt, ohne etwas zurückzuhalten. Und also sehr kostbare Fragen. Und auch habt ihr eure Hoffnungen und Wünsche Ausdruck verliehen und Fragen damit verbunden. Das war also sehr gut. 다 캬버드 드네 마와나티 맞송 지착과 뽑아sol라더니 포거소나 로종시지그 롭팁 인지다 보이 다 된자요나 여보를 손게데 오늘 덴바레 다땅아서 보나니 있나 드네 디 로마소나 롭팁 망보요래 드네 저 초바 소소 중요한 요래 되네 실동 그 되네 보이그 나카 몽보 당상 곰바 소소 그 되네 자주소야 요래 빼 몽보 요래 옛날에 답실로나 파르치를 꿈보는 저요 사례 다때나 오늘 지 나랑서 답서 간절할 때니 지 인지 난자 프랑스 다는 저머니를 다때 마임바가 tene shilogna yonegar te yike damar tene ngazu ponang tene dachurpa samta qajong dam thumba tene yang chi chudan jikting nangdon yabo yosaga ta tene pedip zodu sheki de data katsa gukte pekar chembu chayosare. Und besonders auch wurde der Wunsch ausgedrückt, dass man für die Tibeter, die im Exil leben, auch spezielle Lehrbücher macht für die junge Generation, für die Kinder. Zum Beispiel in Tibet jetzt allgemein gibt es eigentlich sehr viele unterschiedliche Bücher von verschiedenen Vereinigungen oder auch verschiedene Klöster haben verschiedene Bücher, Textbücher, um die tibetische Schrift und Sprache zu lehren. Aber ich denke, dass hier
außerhalb von Tibet, denke ich, ist es wahrscheinlich eher selten, solche Bücher zu finden. Und ich denke, es wäre gut, also auch entsprechend zum Beispiel den Lehrbüchern, so wie die deutsche und französische und so weiter, englische Sprache gelehrt wird, dementsprechend auch die tibetische Sprache zu lehren, im Einklang mit den Grammarregeln der tibetischen Sprache in Verbindung mit Dharma und dem weltlichen Kultur Tibets. Dies zu machen, glaube ich, ist speziell jetzt auch in dieser Zeit sehr wichtig. Also das war sehr gut, das stimme ich zu. Denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, Dharma-Bücher zu machen, in denen Dharma-Belehrungen gegeben werden, die eben der Zeit entsprechen, auch dem westlichen Denken gemäß sind oder entsprechen und genug tun. Und ich denke also, aber trotzdem die eigentliche Tradition, die übertragene Tradition aufrechterhalten, dies also in Dharma-Belehrungen, Büchern zu geben, denke ich, ist sehr wichtig auch. Ich denke, dass wir haben in Tibet über den Dharma und auch die tibetische Kultur, das tibetische Wissen und Kultur, die übertragen wird, zum einen Schriften, die also von Mönchen, Lamas geschrieben wurden, dann auch von Meistern, Lehrern und dann auch noch Schulbücher für Kinder, ich denke, wo eben das allgemeine Wissen erklärt wird. Ich denke, es sind diese 3 Quellen, die wir haben. Ich denke, egal ob es Textbücher von Ordinierten sind oder von Laienpersonen, wie auch immer, für mich macht das keinen Unterschied. Ich denke aber, wichtig ist, dass wir, was immer es an Wissen gibt, an Wissensobjekten gibt, dass wir diese lernen und wissen und dann auch nicht nur, wenn wir sie erst einmal kennen, dann auch wirklich Zuversicht und Überzeugung darin zu erhalten. Und dafür müssen wir uns auch anstrengen.
manche auch waren in ihrer Vergangenheit waren sie praktizierende, Dharma-praktizierende, Ordinierte und später haben sie dann, obwohl sie dann die Mönchsgelübde ablegten, haben sie dann weiter praktiziert, die Sichtweise und das Verhalten des Dharmas und bleiben also weiterhin auch Praktizierende. Und dann gibt es aber auch einige wenige, die in der Vergangenheit Praktizierende waren, ordiniert waren, später dann aber wirklich ihr Leben von der Dharma-Praxis trennen und ihre Sicht und ihr Verhalten dem Dharma wirklich entgegengeht. Auch das gibt es. Da shirdung nga tsu jikten ga kamin na da ga chabar da napchog rawang ga tene sacha da yarko lomba suso na tene rawang ga shawa kangdang kang china yang pe yabo yore yinayang ji ngama ngarang tsu pe na nawa sanje ba ga chula jasi yang da ba song yo na zaga tene jima dari ga ti korang ke sanje la jausen roa chula jausen roa da gendan la jausen roa de noncher taware se den tane ta mombola tane bjojok shi ji ne na nge tena te korang ke matse ge na la yang te ji zujit tang dan ba ze re sannem thongam. In der Welt wir sind ja hier im Westen, wo es eben Freiheit gibt, Meinungsfreiheit gibt in diesen Ländern und wo wir frei sind, auch zu tun, was wir wollen. Aber ich denke, wenn wir in der Vergangenheit wirkliche Zuversicht hatten in die Zufluchtnahme, in den Dharma, in die Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha und das dann auch, selbst wenn wir dann wenn die Umstände sich ändern, wenn wir weiterhin das aufrechterhalten und einhalten, dann denke ich, verleiht uns das eine große Würde. Da nga chung marana su su kiwa ngama ga le mandawa ga wangi rang le tin de yang chi ga musur ga ngama rap tu chunga ina jima ga kimba ga tenjan tenja cher song re da yin yang tene ngama ga rang ga xion da rang gi bakchak zongbo da na te chu mum thne tene ta chu nyamle che ya da tene chu nyamle she ba zam ma zi ba ga tene nga chu yang kimba jamba zi dan ja ma ra xion yo re ti xion de tene rang gi murg da na murg jamba chu la tene lobchu shi ya ta te ha le ba ga gugur chimbo re. Und jeder hat ja sein eigenes Karma und wir unterliegen dem Einfluss des Karmas und aus diesem Grund haben wir auch verschiedene Leben und vielleicht, selbst wenn wir in der Vergangenheit Mönche oder Nonnen waren und dann später Laien werden, denke ich, ist es wichtig trotzdem, dass das, was wir gelernt haben und die guten Eindrücke und Verhaltensweisen, die wir gelernt haben, dass wir die auch weiterhin praktizieren, dass wir weiterhin den Dharma so praktizieren und nicht nur das, dass wir uns auch wirklich, dass man merkt, dass man sich unterscheidet von anderen gewöhnlichen Laienpersonen und dass man dieses Wissen dann auch benutzt, um anderen Menschen auch helfen zu können, um andere Personen auch anweisen zu können in der Lebensweise, denke ich, das ist sehr wichtig und gut. Shirdong aso boba ga logi ga nang la tena chi sarbo ri cha yore gare sena ngaso rap tu chwa de zo tane thu sam gum sam pena ndop chone ngak chone ndop chone jong ka bo nga wo lob jong chi ge ngak chone nyam len shi ge chama yo go re ya chamba ga shone na tane ji manin don ya da na tane ji kora che ya ta ji yaram barwa kongje ta te za ma to we ji thusung gonsum ga surjin de gomba susola yang ta ba zu tar yo na mare koron so ji go shan da bo ge we ta chamba ga choyen na tene ji garese ko re ta ji ngam do ya da na tene cham chaya de ge wa nyong de koran la wang je tene rap to chwa na tene jong le ko thusung gonsum yin na ja gom nyang yin na ja changma de koran ga le ka na zin ne one na te lorji ga ta na ji 다 나와선 집에 추도 맘탄 바세고나 빼깔에 가보래 보고 점타가 라마 mambo다나 추르기르 mam보가 람네 람바준다 따파다 따리용는 저래다 양지
당선 근자모는 조스탄이나 자가츠 타바 침부 치우왕의 셴이나 근데 랍도 총알아 다 랍도 총알을 돈바자 막도 되면 장기 대 왕차대 가서 침바가 쇼라요는 참아나 요게요래. Zum Beispiel, wenn wir in der tibetischen Geschichte schauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass die Ordinierten, die Mönche zum Beispiel praktizierten in dem Kloster das Studieren, Hören und Studieren der Lehren, das Reflektieren darüber und das sich damit vertraut machen in der Meditation. Und so studierten sie die Lehren des Sutras und die Lehren des Mantrayanas in großem Detail. Wohingegen die Laien praktizierten, also die Nicht-Ordinierten, einfach hauptsächlich damit verbrachten, dass sie um eine Bemehung rezitierten, das Mani rezitierten und Umwandlungen des Schreins und der heiligen Objekte praktizierten, aber eigentlich nicht mehr. Das eigentliche Hören, Studieren, Reflektieren und Meditieren war für die Klöster und die Mönche vorenthalten und für die Laien war es so, dass man sagt, ja, die Laien, die können eben nur ein bisschen Heilsames ansammeln, indem sie Mantras rezitieren und Umwandlungen machen, Niederwerfungen machen. Aber wenn man das so sieht, dann, also man kann vielleicht nicht wirklich sagen, dass das dem Dharma entspricht, der in eigentlichen buddhistischen Lehren widerspricht, aber es ist auf jeden Fall, weil in Tibet war das ja auch in der Geschichte sehr, viel so praktiziert, aber wenn wir es heutzutage, wenn wir in der heutigen Zeit sehen, dann kann man sagen, die entsprechend der Mahayana-Lehren, dann sind die Ordinierten, also Mönche und Nonnen, der einzige Unterschied zwischen Ordinierten und Nicht-Ordinierten besteht in den Gelübden, die die Ordinierten haben. Aber sonst hat man als Laie genau das gleiche Anrecht auf Studium, Praxis, Meditation wie die Ordinierten. Das ist also auch wichtig. Pena ngazong sharchokne chi pena shagum sa ti ki zo ji tendra mongbo yore ya nabshok me ti so yang tendra yo mare ya nabshok me khorang zo yang chi ti rigba ge chi jimjik shya da na khorang zo yang chi sem ji chabo zo yore ya te gare da ngara zo yang sharchok mo zo yang ti mulam la jim thong kaka yo yore. Allgemein kann man sagen, dass also zwischen Westlern und Asiaten besteht schon ein Unterschied in der Weise, wie die im Verhalten, im täglichen Verhalten, und zum Beispiel wir Tibeter, wir haben also mehr Ausdruck auch und entspannter, wohingegen Westler sind eher mehr steif oder auch, aber haben im Gegensatz dazu mehr diese alles analysieren, versuchen alles zu analysieren mit ihrem Geist und mit ihrer Intelligenz und sind also eher ein bisschen engstirnig auch. Da ja tansan ne lochongare na tan nashuk tani rol tsama da ya bare sere tani yang chi lo giz geba tiso ina ta shashuk rol tsama da ya bare sere tani lochong da geba chogo ba na rantang gar tawa go tani namin da soba de yore. Und aber heutzutage, also viele der jüngeren Generation sehen, dass die Art und Weise, wie die Dinge im Westen geschehen, das ist perfekt, so muss es sein, wohingegen die ältere Generation sagt, nein, so wie es bei uns in Tibet gemacht wird, ist perfekt. Und dann kommen also die jüngere und die ältere Generation irgendwie nicht zusammen. Rana suso ga chalag dana rana suso ga rolig tani ta surjin mandrawa mambo ji yore tani murig re ra yang tendra yore te ne na che namba dan dana starjam thongja chimbo ra da yene yang che ta chi den de chamare zel ko na te kali khabore zanglang go ande shena top chewa de chamma yin ko top chongwa de chamma yin ko da yang da ba ma yin ba top chewa de yang da ba da
stop chungande yang da ba mamba da mambo zu ge sa den da chayore. Und allgemein, es gibt natürlich in der Welt viele unterschiedliche Arten und Weisen, die Dinge zu tun, wie man sich verhält und so weiter. Viele verschiedene Traditionen, Übertragungen. Und man kann aber nicht wirklich, also im damals natürlich gibt es die korrekte und unkorrekte Weise, die Dinge zu tun, aber sonst kann man eigentlich schlecht sagen, dass eine Verhaltensweise ist vollkommen und die andere ist falsch. Ne? Normalerweise sagen wir, was immer so in der Welt, im weltlichen Verhalten sagen wir, was immer stärker ist, hat Recht und was schwächer ist, verliert, ja, ist im Unrecht. 제 남반다니 보고 로총소 지마 보바가 사자라 파란로데 단데가서 수스가 따와다 멈텀비시 양다바 말에 근데 아메리카가 따와다 멈텀비시 양다바 말에 다 된자 말로로죠. Also meine Hoffnung ist, dass ihr jüngeren Tibeter, dass ihr in der Zukunft nicht denkt, diese tibetische Denkweise oder so entspricht nicht der Schweizer Denkweise oder entspricht nicht der amerikanischen Denkweise und kann deswegen nicht stimmen. Also ich hoffe, dass ihr das nicht macht. Penna de Europe chone na ta roa ma lorji raon re yora 다 납초고 페나 아메리카다 켈라자이나 로 야청가래 로지래 얘나 그런 거 빠른줄페 요래 자를 그 럭스 통보 요래 대 왕순도 시내는 되니 당선 로총 몸보 지게는 되니 다 아메리카 그 나네 롭자 소소다 길근 소소 그 까체셔 정네 존테 되니 대 그런 참만 역시인 참만 역시 코나인 나와시요래 당선 때 보바에나 자나네나 자가테네 소소네나 아메리카라송 로조신네 로 닉슨레 되네 테네 다 그런 거 따왔어네 저사려래다 옛날에나 다 아메리카가 쇼네 자르크 럭처를 가래 여바 요래 때 오늘 전에 가서 켈린 거래다 옛날 가서 소르진 거르네 베나 추가 따빠다네 추가 되네 낭돈 잡모데 때네 오늘 요사 말에 때 제나바 되네 짐지 여보 조르지 Zum Beispiel in Europa ist auch ein Land von seiner Geschichte her ein freies Land, freie Länder, unabhängige Länder oder auch Amerika, Kanada, die seit mehreren hundert Jahren existieren. Und was man wirklich sagen kann, ist, dass sie eine weit entwickelte wirtschaftliche, gute Wirtschaft haben, Struktur haben und auch eine gute technologische Entwicklung haben. Das stimmt, aber das allein reicht nicht aus, dass man sagt, also dass zum Beispiel die jungen Generationen sagen, ja, nur was also in Amerika geschieht oder in Kanada geschieht, das ist korrekt, das ist authentisch, alles andere ist falsch. Denn viele junge Tibeter und auch Chinesen, die gehen nach Amerika oder Kanada, studieren 2-3 Jahre, dann wenn sie zurückkommen, dann akzeptieren sie nichts mehr von ihrer eigenen Kultur und vergessen alles von ihrer eigenen Kultur. Also wir können sicher sagen, dass wirtschaftlich und technologisch Fortschritte in diesen Ländern ist auf jeden Fall größer. Aber wenn es zu den übertragenen Wissen kommt, das in diesen Lehren, der inneren Wissenschaft des Geistes und so weiter stattfindet, dann sind sie auf jeden Fall hinten dran. Das könnt ihr selber bitte auch untersuchen. Das ist also, weil heute Morgen kam ja die Frage noch zu dem Punkt, dass der Unterschied zwischen Buddhisten und Nicht-Buddhisten ist die Zufluchtnahme. Deswegen bin ich jetzt noch mal kurz auf das eingegangen. Da Shirdong Jamju Zikide Tene Sanji Chondanda Shachata Badan Tene Tir Song Tambi Chu Tene Jinjik Gindanala Japsun Roala Tene Komchuk Sumla Jamju Zikide Watsung Zamala Yongchaktar. So allgemein, wenn wir über Zufluchtnahme sprechen, dann ist es Zuflucht in
den Buddha, Buddha Shakyamuni und den Dharma, das sind also die Lehren, die der Buddha gegeben hat, und die Nachfolger des Buddhas, die Sangha, das ist also die Zufluchtnahme in die 3 Juwelen, die allen also und überall bekannt ist. Shirna Gyabsun Roga Godun Gyabsun Roga Jimson Rizina Yachangarch Tomek Rayang Korer Zon Changwa Jitin Hayis Jubrani Rayang Koraga Zonraktavana Changyon Zinina Taperna Jiting Lamto Chi Lumto Chi Sambatan Gyapshin De La Sobaga Jiting Hamambo Jigore Retana Tedelso Tamchikayan Marang Solar Gyaptan Kyopam Gondang Honi Jiang Nigayo Mare Sonore. Und allgemein auch über die Zufluchtnahme sagt man selbst die Götter, wenn selbst die Götter, die höchsten Götter in diesem Gefängnis des Daseinskreislaufs, der Existenz gefangen sind, wie können diese mir Zuflucht gewähren oder Schutz gewähren vor dem? Also wenn man selbst, in diesem Daseinskreislauf, diesem weltlichen Daseinskreislauf gefangen ist und dann die höchsten Götter, von denen man also sagt, Brahma, Indra und so weiter, die ja auch in diesem Daseinskreislauf sind, dann ist es also unmöglich für sie, uns zu schützen. Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, jemand, der im Gefängnis ist, in einem Kerker sitzt, mit Händen und Füßen angekettet und Tag und Nacht also keine Möglichkeit hat, auch nur irgendwie sich vorzubewegen oder wegzugehen. Wenn man denkt dann, wie könnte solch eine Person andere schützen vor dem Leiden, das sie haben, also andere Gefangene schützen vor deren Leiden, das sie erfahren, wenn sie selbst gefangen sind. Dedan Java Ngazung Koroa Zung Kanganana, Ledang Yomowa Chakjok, Dambo Yongsun Kid. Teni Kansum Kori Rawang, Kansum Kori, Teni Dungur Gachuogananda, Dungur Sum Gichuogananda Yonsu, Zonkangananda Yonsu Dona, Tangazung Korana, Honyo Nikans Sidan Say Nangatsu, Stiap Yangdaba the Wago Mare. Teni Korale Part Tartsarne, Benap Zonkani Churna Yopaga Matsoinina, Tanga Zonle Dombadana. Teni Zonle Tonina, Teni Tela Tariga, Mala Rawan Yantaba Chagoti, Niba Tare Yokeyore. Tenina, Penanga Zomba Jikinina, Teni Zonkan Churna Yonimala, Teni Jas Songagenda, Teni Dumurle Yons Chur Sarvi Ganzagam, Sandiegam Chu, that Tela Matsutari, Jason Ruby, James Zotere. Genauso, wenn wir also in diesem Gefängnis des Samsaras uns befinden, des Daseinskreislaufs uns befinden und wir sind angekettet durch die Fesseln, die Ketten des Karmas und der Geistesgifte oder Verblendungen und erfahren diese 3 Ströme des Leidens, der 3 Daseinsbereiche, dann ist es natürlich unmöglich, dass uns irgendjemand Schutz gewährt, jemand, der selbst gefangen ist, genauso wie wir in diesem Daseinskreislauf. Was wir also, genauso wie wir, wenn wir vollkommene Befreiung aus dem Gefängnis erlangen, wenn wir entfesselt werden und entlassen werden aus dem Gefängnis, andere auch schützen können, weil wir unabhängig sind und frei sind, genauso brauchen wir auch, um Befreiung aus dem Daseinskreislauf zu erlangen. Jemand, der vollkommene Freiheit von allen Leiden und den Ursachen dieses Leidens des Daseinskreislaufs erlangt hat. Und diese sind eben die 3 Juwelen, Buddha, Dharma und Sangha. Pena so Zoaga Chota Da Chu Nyamle Shini Chu Yang Daba Chijida, Teni Lama Quadrenre. Teni Lama Tela, the Gibadana, Gavadana. Tejan Dana Tamung Mayambaga, Teni
Das Hanji Umtunga Tapa zu Stau, den Tapa schon nicht, Japsen Roade Karchimbore. Wenn wir den Dharma in einer vollkommenen Weise praktizieren wollen, dann brauchen wir dazu einen Lama, einen Meister, und wir müssen die Güte dieses Lamas erkennen und weil wenn wir die Güte des Lamas erkennen, der uns den Dharma gewährt, dann entsteht in uns Respekt und Hingabe und Vertrauen und in exzellenter oder außerordentlicher Weise auch die Hingabe, dass wir den Lama als den tatsächlichen, als den echten, wirklichen Buddha sehen. Das ist also auch sehr wichtig, wenn wir Zuflucht nehmen, dass wir diese Hingabe haben. Garesina Lamala de Tapada Chak Gubaya Mara, Maranson, Jamnimreva, Koronsoya Murray, Mayan Murray, Mugumalatari, Kiba Godon Yamaris in Lochungari, Tendra Sonkandu. Manche denken, vielleicht speziell auch jüngere Leute, warum soll ich speziell jetzt Respekt für den Lama haben? Er ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir sind doch gleich. Ne? Also warum muss ein Mensch einen anderen speziell respektieren? Tena Uni gam Sanyetan Dambaga Lama Jidna Tobi Yondan, the Nyarji, the Jin the Churwag Yondan, Tetsu Dambaga Lama Zina, Ngayam Murray, Koyam Murreta, Yenayana, Yondan Goni, Ninil Janger Tonjer, Chabrachiore. Then it Chabra Yoting Lama Telatari, that Kibashina, Chamsana, Tena Madrisa Mekusam. Aber ich denke, dass wenn jemand wirklich ein authentischer Lama ist, der also die Qualitäten der Verwirklichung hat und durch seine Hingabe, durch sein Mitgefühl die Qualitäten der Befreiung besitzt, dass er andere befreien kann, dann stimmt es zwar, dass ich bin ein Mensch und auch er ist ein Mensch, aber von der Seite der Qualitäten gesehen hat er 100-mal oder 1000-mal mehr Qualitäten. Aus diesem Grund denke ich, ist es sowohl möglich, dass ich meinen Respekt und meine Verehrung darbringe, indem ich auch Niederwerfung mache. Penna ngarang semla saulong tanayang tene tangarang la tambi churtona koina sarnga tan thaba chimbo chusong khenga lama ko kadren de na tan jikten ge chone phama na jaga jikten ge gergen na jaga sidang si naran di kadren de tang salo tanglam jan thapku mandu te ngoni tane ge sem gato samgo yo. Zum Beispiel, wenn ich also was ich selber mir so denke, sage dann, meine Lamas, die mir die Lehren des Mahayana und des geheimen Mantrayana, Vajrayana beibrachten, wenn ich an sie denke und dann denke an die Menschen, die in dieser Welt am gütigsten waren, zum Beispiel meine Lehrer, meine Eltern, meine Lehrer, dann kann ich sagen, niemand kommt diesen Lamas gleich, also in ihrer Güte. Tate ngachong boba yang chi lustur nyangwa dana den lobar toba zre mendo garezena tangsang napchoko chanrig ba dana girgin chemo pe chelewa kheba khorong zoyena teni lama gare teni tsaw lama la ten teni tsaw lama ikhsong te shinle te rang gila teni pho teni namjik ne kam lama te takbar jend tanje dana lama te la takbar jend soran de kitana lama de kartin jiktin dane mojige jansa shakson narana ta lamin chan tuba zamgi munangam chemayongan nabshoko darim kebatunana leba mambo yore. Ich denke, das ist auch eine Tradition für uns Tibeter, die wir manchmal etwas falsch verstehen, denn selbst große Gelehrte, Wissenschaftler im Westen heutzutage praktizieren den Dharma und haben ihren Wurzellama und erhalten den Segen ihres Wurzellamas und so denken zu allen Zeiten an ihren Wurzellama, beten zu ihren Lama und so erhalten sie unvorstellbar große Qualitäten, die sie für dieses Leben und für zukünftigen Leben von Nutzen ist. Jiktengan soaga chone mahajang warwoji datani mashigbo jigene chorang la ta kurmo mambo chene tani jima rang warwa de ngor de yongs ser sona jima ti mo warwati
남직나 때 치고 코로나 때 배전 첨보라 된 동원을 급나 딱 코로나 처음 사는 자가 때 운에 따리 기바요라 다 대단 자가 나랑 또 셈 같은 게 마하장 워고 셈나 용던 지양 맹케즈다 근데 자유 라마가 그 다주 락소에 나란 자가 신로에 난 자가 니바차버제 난 자가 강롱락 때니 저런 그 셈직 그 용던데 항다 만자와서 차요 되나 다 디스터버 견도 때라 과전 어조이 teni kibadana teni da sorande bitte jindanga da shisha chayor. Und wenn zum Beispiel jemand sehr arm ist in dieser Welt, ja, und jemand, der reich ist, gibt ihm dann Geld und lindert so dieses Leiden der Armut, dann wird diese arme Person, diese Person sehr respektieren und sehr dankbar sein. Genauso auch, wenn wir in unserem Geiste sehr arm sind und sehr viel Leiden haben und wir dank unseres Wurzellamas dann durch seine Anweisungen, durch sein Segen, durch sein Aufzeigen unserer Fehler, dann bewirkt, dass unser Geist sich wirklich transformiert im Gegensatz zu vorher. Dann ist es natürlich auch ein Grund dafür, dass wir diesen Lama verehren können, dass wir ihnen unseren Respekt und unsere Verehrung, unsere Hingabe darbringen können. Tansang also chuba nana, teni rangi saw lama channe, teni mugnim chima gone, ta jindo teni ta ngoyong khoy mongbo yora, tangi te koran so yabore zo yo, chire zena, teni tapa ga jislang ne, teni mugim chima 특바 즉 홍지장지나 가라 mambo 소소게 저바장게 파연 삼기메 바요레. Und es gibt also heutzutage auch viele Praktizierende, wenn sie nur den Namen ihres Lamas, ihres Hauptlamas hören, ihres Meisters hören, dann treten Tränen in ihre Augen. Und ich sehe das als etwas sehr Gutes, denn es zeigt, dass sie wirklich dem Pfad der Hingabe folgen und durch diese Hingabe diese Tränen in ihre Augen kommen. Und dadurch erhalten sie den Segen und unermesslich großen Nutzen, der darin auch besteht, dass sie viel Verdienst ansammeln und viele negatives Karma vergangener Leben bereinigen können. Also 보바가나네 다 ngama tene tira musir janz gawanda tene bobaga lama momboji de jagardan parwo yatan tene ramji tene Europe ko choda napchola mombo rogo ra tene ta khong nabala pe injika tan kai mombo kyenge yo mare yenna tare ji thaba chimbo da sarang kha chu de loma mombo jila jilla phamba to yore 당선 라마 때초 장 샤차디다 때 납초거로만 몸보 빼 콩남바 때 묵치도네 응어도와 당 나초 당선 있나자 나마 납쇼간 저디 있나 그런 거 라마 장거스니 응어도 당이 고알라게요 오늘 지 추양덕바 jel라키는 있나 다 머스 있나라는 덴지 다리가 직된 거 빼나 포모가 제동이 있나야 지고 매송데 때네 지고 득조이다 응어라 나랑 그 자다 시송 나랑 그 자다 짜송 나랑 끼르송지 빼다리 때네 때 응어가 요라 당상 다리 빼 된자 몸보네 쓰려라 다 때야가 때네 랑기 셈고 내리 지스타와 좀 동케가 자울라마데 남지간에 끝난 직된들은 직된 바로 더 시작하는 끝나 셈라야 졸라메 바가 대타비다리 초라 잡보즈 요죠 때 모습을 Und zum Beispiel auch in Tibet in der Vergangenheit war es durch die Veränderung, die entstanden, kamen viele große Meister aus Tibet nach Nepal, Indien und später dann schließlich auch nach Amerika, Europa und so weiter. Und obwohl sie wenig jetzt Englisch konnten oder die westlichen Sprachen konnten, haben sie durch diese Lehren des Mahayana und der Geheimmantras Vajrayana sehr großen Nutzen gebracht für den Geist ihrer Schüler. Und so, obwohl diese Meister jetzt schon verstorben sind, wenn man viele dieser Schüler sieht, heutzutage westliche Schüler, dann wenn sie an ihren Lama denken, dann treten Tränen in ihre Augen. Das habe ich also auch selbst gesehen und das ist wirklich aufgrund der Zuversicht, die sie erlangt haben durch die Praxis des Dharma, entsteht diese Hingabe in ihnen. Es ist nicht so wie einfach weltliche Traurigkeiten, dass wenn man sagt, mein Mann ist gestorben oder meine Frau ist gestorben und man weint deswegen, also das hat damit nichts zu tun, sondern es ist, weil
weil diese Meister durch den Dharma die Natur des Geistes, so wie sie tatsächlich ist, zeigten und die Schüler dies erkennen konnten, so gelangten sie von einem weltlichen Zustand zu einem transzendenten Zustand. Und diese Veränderung bewirkt diese Hingabe in ihn, dass sie dann zu Tränen rührt. Nyantu Tabani Lama Giyushin de Sanji Chirayang Songre, Garizena, Nyung Mashu Gangao, Ming Mandon Gangao, Nanashimi Tijitsu, Giyushin, Nitrin, Chola Sobi Donjumir, Jondan de Jama Gomba Zoba Kapsu, Teni Gangawala, Churangam Nyang Dendra Shimungo, Nga Jimmy Nesamna, Giyushin, Sanitang Dambaga, Teni Zisitrin, Chola Sobaga, Ten Roa Mambos Tonshin Ger. As Jinin, Teni Lama Giyushin Gitsarda, Ta Jitin Kamsa, Teni Tajik Chun Chanin Dana, Devjin Dana, Simpson Namla, Langdor, Langtun Shinina, Teni Roa Mirzis, the Shumber Sonyore. Auch zum Beispiel im Dharma, wenn wir sehen, so ist auch in den niederen Fahrzeugen, in dem Theravada-Yana, wird der Meister angesehen als eine Emanation des Buddha. Denn Buddha sagte zum Zeitpunkt seines Verscheidens, Eintretens in das Mahaparinirvana zu Ananda, er sagte, Ananda, sei nicht traurig, denn in der Zukunft werde ich weiterhin existieren, in der Form werde ich mich manifestieren, in der Form von spirituellen, heilsamen Freunden, in der Form von Meistern, die das Wohlergehen der Wesen wirken, indem sie ihnen zeigen, was es aufzugeben gilt, was es anzunehmen gilt, in der Form also von heilsamen Freunden, spirituellen Freunden. Und so werde ich für das Wohlergehen der Wesen in dieser Welt weiterhin wirken. So ist also auch in diesen Fahrzeugen des Buddhismus sieht man den spirituellen Meister als eine Emanation des Buddha. Ja, Teni napchoku modana, teni bobaga mamboji kenina, pe lamala, tapa yabondo, tangande toni nima mamboji marida, yenayang, te partana, mega lingaka, shobaga, teni semga, tapa yometa pe ko yora. Ta koni na, ten nguni gare te chup, yang tabando, teni chi napchoka nguni na, drag pe yabondo, teni chi ngatsu bobaga nani yenayang, Garete Rangi Chundre Topi Lamala, Haleba Tapa, Tapa de Haleba Karchembore, Tapa may be Marnamla, Carbuchun Mamjonte, Sao May Tsubai, Nikum Chirjano, Dover Karna, Tapa Menezonte, Sao May with Suson Tavagan Tini, Tam Jevokam Jon Kurk Mezo, Tam Yene Tapa de Carcere, Carte Tapa Mezanezonte, Tene Chu Yondan Kandan Kayana, Rangi Lam Jomare, Tenin Jitinga, Tatan Sandana Jimkeba. Teni Garesere, Ta Shajut, Topper Genda, Lapala, Teni, Ta Jimjik Ganzang Yora, Ta Tendra Chore, Tendra Choreta, Yena Chu, Tomo Mayambaga, Yonden Rangela Kirgona, Tapa de Haleba Karchimbore. Zum Beispiel ihr lebt ja hier in der Schweiz, also sowohl Westler, Schweizer, Westler als auch Tibeter, die ihr hier seid. Und ich denke, ihr habt wirklich sehr gute Hingabe an die Meister. Also ich bin ja nur ein paar Tage da, aber wenn ich also euch so sehe, wie ihr mich empfangt und hier zuhört, ich kann natürlich nicht sagen, was wirklich in eurem Geist ist, aber wenn ich also so euch von außen sehe, denke ich, habt ihr wirklich sehr gute Hingabe, also sowohl für die westlichen Schüler als auch für die Tibeter habt ihr wirklich sehr gute Hingabe. Und Hingabe ist äußerst wichtig, denn so wie es heißt in einem Sutra, dass für denjenigen, die keine Hingabe haben, können die guten Qualitäten des Dhammas nicht entstehen. Genauso wie ein Same, der verbrannt wurde, keinen Spross mehr erzeugen kann. Das heißt also, genauso wie ein Same, wenn man den verbrennt oder anröstet, kann er nicht mehr wachsen und keine Frucht hervorbringen. So ist es auch, von Anfang an ist die Hingabe äußerst wichtig. Und wenn man Hingabe hat, dann kann man all die exzellenten
unermesslichen Qualitäten des Dharmas nach und nach erzeugen. Und natürlich kann man den Dharma von außen betrachten, ohne Hingabe und einfach nur als Studium sozusagen, als intellektuelles Studium. Aber wenn man wirklich den Dharma in seinen äußerst außergewöhnlichen Qualitäten erlangen möchte, dann ist Hingabe von größter Wichtigkeit. Also Sadan Siyana, Jima Rana Susunguni, Pena Kupar Chonchon, Ranga Sayulama, Kupar Chonchon, the Jindo, Sachakanda Rona, on Dingy, Sayulama Kupar was, then it ran Tramtaka in Nachore, Lamaka in Nachore, Lama de Yundan Tambajigore. Then it danced from Murg Mamboji and the zone, Korum Sachakanga Sona, on Dingy Sayulama Kupar, Kupar the Chinua. Then I took Bobagana Tinda Yojireva, that Jindunga, Sajak Kanasonin, then it Chi Naptina Shapum Sana in Nandag, then it Sura Tari Lachik Tanina, then it Lama de la Munigi, Tapayoji, the big Karchimbo, the Tsaruk on its Mare. Ich denke, wer immer wir sind in der Zukunft, ist es wichtig, dass wir ein Bild unseres eigenen Wurzellamas, ein kleines Bild unseres Wurzellamas mit uns haben. Egal wohin wir gehen, ist es wichtig, dass wir dann, unser Wurzellama muss natürlich jemand sein, der, egal aus welcher Schule, aber er muss jemand sein, der authentisch ist in seinen Qualitäten. Und wenn wir also ein Bild von unserem Wurzellama mit uns haben, dann denke ich, ist das sehr gut. Viele machen das ja auch viele Tibeter haben immer ein Bild ihres Wurzellamas mit sich und dann kann man dieses Bild auch benutzen als Basis für Opfergaben und Bittgebete an den Lama, denn Hingabe an den eigenen Wurzellama ist äußerst wichtig. Das ist also, wenn wir sagen, ich nehme Zuflucht in den Lama, ja, das ist damit gemeint. Ah ja, dann ist Sarjela Japsumcho. Sarjela Japsumcho ist die yang gare gesenache pena yishi chuluka tene tanjirten shepa ponada ta tendra gachi sanjip chondan de shakya ta bande yang chi ta pena la ta tendra zere samgon da tendra zamare. Wenn wir dann kommen wir zur nächsten Zuflucht. Ich nehme Zuflucht in den Buddha. Wenn wir jetzt über den Buddha sprechen, das Juwel des Buddhas, dann ist es nicht so wie zum Beispiel in den theistischen Religionen, wie in dem Christentum, wo Buddha wie der Schöpfer des Universums angesehen wird. Also der Buddha Shakyamuni wird nicht als ein Gott angesehen. Sanjit Chondan de Jikten Kamsa Shone Taloga Ta Nirton Chudon Loyana Lo Nirton Ngabja Chikchirechik Also der Buddha kam in diese Welt, wir sind jetzt ja im Jahr 2017, also vor 2561 Jahren in diese Welt. Kongi Yondende, also dene Lochong de Zoge Shikida, Perkarchimbore. Gati Kongi Pena Kumchimupon Bochig, Demar Navjayore, Tene Chirapakar, Tene Sanjip Chondan de Namtar, Tati Zud and the Kiar Namap Shanchulam, Shanchim showed the Tipi near Kartojud Mombo Jore. That Tetsuni Yabaz the Moshijina, that Sanjay Zera the Kanjes in Tene Zo Yabos Koyore. Die Qualitäten des Buddhas zu kennen, das ist äußerst wichtig, speziell auch für die jüngere Generation unter euch, die Jungen unter euch. Zum Beispiel der allwissende Mipham Rinpoche hat in vielen seiner Texte spricht er über diese Qualitäten der höchsten Erleuchtung eines Buddhas. Und wenn man diese kennt, dann fängt man erst an zu verstehen, was bedeutet eigentlich ein Buddha, was ist ein Buddha, kann man dann wirklich verstehen. Das Sanjay sich der Tangsanga der Mernambaina, den ich hier ngapche und chiang kemalen, den Lijimje und Gang kemalen. Da sich Sanjay sich der Rankurke, da Jarosesanga se, den Jagerke, den
da matchchen den den das lochong mamboshik den das ngon yore. Und viele wenn sie über den Buddha denken, dann viele glauben also nicht an der Wiedergeburt oder frühere und zukünftige Leben, auch glauben nicht an das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung und denken, ja, der Buddha, das war halt eben ein Prinz, ne, also ein indischer Prinz, der sehr berühmt wurde. Sure, Sangye, yang tabasi shirgona, tene ta pena tsama namjir ganandi, tomba tsabjib, tomba tsama kiwini to chuchi rigba mambo songore. Ta te tabasi kalamni, taga Sangye chondon de tsama kiwini to chutana, ta pe chi tsam tumbo guni, Sangye ga tene ta namtar tezo, ta rangi ngishi yang tabasi kiwuga, ta tsam tumbo guni ngonzan tsarchigre. Zum einen kann man also, um die Qualitäten des Buddhas zu verstehen, gibt es natürlich dann diese Kommentare zur Logik, in denen durch diese logischen Argumente eine sehr hohe Logik und sehr hohe Beispiele gegeben werden, die uns dazu zu einem definitiven Verständnis der Qualitäten des Buddhas führen können auch. 다 야나 데 산지 쫀던 데가 송위 드네 입간 콜로 섬거 당보 덴바지 추진 콜로 와르듬 산인 메바 드네 타마다레 데르셔비 냥보 송노 그 추진 콜로 섬거 낭돈 찌르타와 젠나 낭돈 파르치르 지네나 다때 산지 쫀던 데 라스캡슨 조이 츠르양 타모 마임 박치그레. Oder auch indem wir die Lehren des Buddhas lernen, nämlich die Lehren, die der Buddha in diesen 3 Drehungen des Rades der Lehre gegeben hat. In der ersten Drehung des Rades der Lehre lehrte er über die 4 edlen Wahrheiten. In der zweiten Drehung des Rades lehrte er über die Merkmalslosigkeit und der Phänomene. Und in der dritten Drehung des Rades lehrte er über die Buddha-Natur. Und wenn man also die Bedeutung, diese innere Bedeutung lernt und kennt, auch das, denke ich, ist eine außergewöhnliche Art und Methode, um die Qualitäten des Buddhas zu kennen und Zuflucht in den Buddha zu nehmen. Tatena Sangye la kyapsun roate tene rabna tene lama geisheningi marayang tabak song tene rangi sherabla tene tomba ga yondan labo shine tene merdokpi tapachina ta te dariga tene yang Sangye la kyapsun rowi tsirchigre. Und auch wenn man in den Buddha Zuflucht nimmt, im besten Fall lernt man also von seinem Lama, seinem spirituellen Meister, über die Qualitäten des Buddhas, und dann durch die eigene Intelligenz kommt man dann zu der Erkenntnis der Qualitäten des Buddhas, und wenn man so dann diese feste und unzerstörbare Hingabe erzeugt, dann ist das auch eine sehr spezielle Methode, um in dem Buddha Zuflucht zu nehmen. Da ngazong bobaga yang chi rapto shonga dekakena ta tinra shigi yore yang chi khyambaga shongjina tapa yabo yore ina yang ta Sangye zeji da kum shoksum kyapsum chu zeidana ta koranga yara chi tar mombi tapa zena tinra nriyo marida ina yang chi ta Sangye de yabo pe yonde jaz injere de samji mato zemen gande yonde yo ki jemts mambo zu ko yo mare. Und normalerweise in unserer tibetischen Gesellschaft sind es die Ordinierten, die diese Gründe und Methoden kennen, aber bei den Laienpersonen, die Tibeter haben natürlich Hingabe, und wenn sie sagen, ich nehme Zuflucht in den Buddha, in die 3 Juwelen, und man kann das auch nicht blindes Vertrauen nennen, nicht wirklich, aber die Tibeter sagen eben, ja, der Buddha ist wirklich sehr gut, aber wenn man dann fragt, in welcher Weise ist er äußerst gut, dann fehlt dieses Wissen auch. Das tawaga tapate, benna Jimson jang masiga tapate, namji ganirkam na chi shior gustin ramara chati tene tan jirnore. Tene Sangye la tapa mepa dana
Yana Tariga Sanjela, Kurande Patana, Yana Tariga, das Sanje Kemelin Balaso, bei Jimson Mambo, Wenn man also so einfach ein Vertrauen hat, oben ohne wirklich den Hintergrund, die Gründe zu verstehen, dann ist es leicht, dass wenn äußere Umstände sich verändern, dass man zum Beispiel seine Hingabe an den Buddha verliert oder dass man den Buddha kritisiert. Das ist also wichtig, deswegen die Gründe zu verstehen. Zamba ngala yondan chimbo yo mareta yana sanji chondan dela chi mardok pi tapa ta matsen di na la ji jan shion ba yana da charig ba yana da tokke ba yana da sadang si yana na chi sanji chondan de ge yondan ge ta da ngi tapa de jir thup yo chi mare sam ji ngala la da yichi den yo. Und zum Beispiel in meinem Fall denke ich, auch wenn ich sonst keine Qualität habe, dann denke ich, habe ich auf jeden Fall diese unzerstörbare oder unwiderrufliche Hingabe an den Buddha. Und egal, was andere Wissenschaftler sagen mögen oder gegen den Buddha anwenden mögen oder gegen den Buddha sprechen mögen, ich denke, niemand kann diese Hingabe, die ich habe an den Buddha, in mir zerstören. 다더니 산지의 추대 산지의 추대 실동거 드네 톰바 산지에 페나 만바타반데 시다 드네 산지 존던데가 송이 추대 만타빈데 시다나 쪽 총브름 쇼바 겐는 바탄체트 드네 다 랑기 다리가테 쪽보스타바 드네 람다나 람지 쪽보스타바 제이다나 단 더시 섬든 그거니 잡선 로가터레. Und dann auch der Dharma, die Lehren des Buddhas, die also allgemein sieht man ja den Buddha als den Meister an, so wie der einem Arzt gleicht, die Lehren, die vom Buddha gegeben wurden, den Dharma also wie die Medizin oder auch den Pfad, der zu dieser Befreiung des Leidens führt. Und die Sangha sieht man als die Freunde, als die Begleiter auf dem Pfad an, die uns also helfen auf dem Pfad. Und das ist also die Zufluchtnahme durch diese drei Konzepte. Sanjige Chusige der Dharma Jibi Dale Tanina, da Runga, Jiki Nyomoba Tamche Yonsu, Chubrishiba, Nyomoba Temara, Darushiba, Dondabre. Tenina. 양답이 내릭 되라 되네 다리 담비 추세거래 되네 산지 정도 되게 손데 딱 내릭 많이 나가 수च्या선 좋아라 구바짱요 말에 딱 내릭 양답바인데 수च्या선 송와라 되라 다리가 대 문득 바짱요 말에. Und der Dharma auch, also wenn wir das Wort in den tibetischen Chö bezeichnen, dann heißt es, dass man die Geistesgifte oder die Verblendungen in unserem eigenen Geistesstrom transformiert, dass man sie zähmt und kontrolliert. Der Dharma muss der vollkommenen tatsächlichen Natur entsprechen. So sagte der Buddha auch, dass wenn etwas nicht der eigentlichen Natur und Realität entspricht, dann muss man darin nicht Zuflucht nehmen. Wohingegen, wenn etwas der eigentlichen Natur, der letztendlichen wahren Natur entspricht, dann ist kein Fehler darin, wenn man darin Zuflucht nimmt. 데 rapto chungwa na yang ginam ba jirde yanchula tani ta getsardong jirde yanchula ginam ba ji dana yang na khoi na shangchu sanhwan jahor yang dan shanre zula so ba tani tari gangzag la yang de yondong ngoni ginam ba ji tani da son mambo ji gore. Und dann die Sangha, das allgemein sind diejenigen, die die Qualitäten des Wissens und der Befreiung besitzen, dass wir also den Dharma kennen und die Befreiung von ihren eigenen Geistesgiften erlangt haben. Das ist also auch zum Beispiel die ordinierte Sangha besteht darin, wenn 4 ordinierte Mönche oder Nonnen zusammenkommen oder auch wenn Bodhisattvas wie Manjushri, Chenresik und so weiter, also spezielle
Individuen zusammenkommen, dann spricht man also von der Sangha, von der vollkommenen Sangha. Da de shirdanga ngachong boba na ngama go lorji wang do shena de ya cha ya chama nangwa sanji ba go chula japsun ro ba yin khere tani ta tangsang yin na ya cha ta gupchu ko chi yan chu ngone ge je nangwa sanji ba chula japsun rong kun sha ta yin sa re yana ti na na nyo she je tani komchok son la japsun man ro ba yang yo cho de yo chi ge 인나요 시르동네 원에 지금 랑원에 상노당나 다지 맞좀 보바가 저기지 되니 지금 나추데라 잡스만로지도 할레바가 지 땅 나랑 처럼 제가 요나야 다 맨나야 탕다나 다때페 가르질 건로 다지 때 신의 방모 다때 원에 때 당선 잠bol은 거 tam mutsu givya yarmas ka tangsa kyamru sart tare kyamru jigore tene zambolang yana ta nawasan ji bi khabar danga so boji na ta la slopje de sarlab zum char sarlab zela ta perla jamso gorlap ta bo tene sarlab ta bam chire dana tene chacha gargar gongoni terin rogo yore da ya machu nangna yo ba na da sina yo ba na da shiun these yosa zo yenina ta ji chora chang me de 딱 꿈속숨 저저디 지 지양매 되네 지다 저동 부모가 저동 걸로기 나자 당선근디 알로닌 지 작친이 나자 되네 지 잡돈 바 작친이 나자 따때 소리가 저런데 와 지는 고 개인적 개너라 디모 빼 만보요래 옛날에 다 대도 속어 지금 내급 그 결혼라 지 소라 잡으지 않는 마통 되면은 다 특히 지양 반발 때 그거 요 말에 und in der Vergangenheit, zum Beispiel in Tibet, unter den Tibetern, kann man sagen, dass 100% der Tibeter wirklich Zuflucht auch in Buddha Dhamma Sangha nahmen. Heutzutage sind es, denke ich, immer noch 80-90% der Tibeter, die Zuflucht nehmen und zu den buddhistischen Lehren, zu Buddha Dhamma und Sangha, zu den 3 Juwelen. Aber es gibt eben einige wenige, die nicht Zuflucht in die 3 Juwelen nehmen. Und das ist natürlich möglich, ja, aber wenn man wirklich denkt für sich, man selbst, wir sind unter den Tibetern wiedergeboren und wenn man also nicht Zuflucht in die 3 Juwelen nimmt, dann ist das wirklich etwas sehr Trauriges, ein großer Verlust eigentlich, denn natürlich gibt es in der Welt gibt es um die 7 Milliarden Menschen und wenn man das sieht wie einen großen Ozean, dann sind wir wie nur die Spitze der Welle dieser Bevölkerung. Aber und darin, wenn wir etwas von ob wir jetzt in Tibet oder außerhalb Tibets leben, wenn wir nur ein wenig Wissen des Dhammas haben, dann ist das von sehr großem Nutzen für uns. Ansonsten ist man natürlich heutzutage, die Frauen und junge Mädchen sind da sehr mit befasst, mit der äußere Schönheit oder jeder rennt nach, wenn wir bestimmte Filmstars sehen oder berühmte Sänger, dann sind wir sehr beeindruckt und sagen, wow, aber all das kann uns nur ganz kurzzeitig ein besonderes Gefühl geben. Letztendlich bringt uns das keinerlei Nutzen. Dene jamru doba di base jende kamchen shembu semning arsu gongbarta ta jamru doba di base jende. Morgen werde ich dann in einer kurzen zusammengefassten Weise die Zufluchtsgelübde geben. Lama lar chawsam cho, sanje lar chawsam cho, chula chawsam cho. Gendal lar chapsam cho, lama lar chapsam cho, sanje lar chapsam cho, chular chapsam cho, gendal lar chapsam cho, lama lar chapsam cho, sanje lar chapsam cho, chular chapsam cho, gendal lar chapsam cho, tabim. Lakso. Oh ja.
다 신나教师 송화라 드네 파연 등거를 뭐지 파연 다 jetzt 송요는 땡이 도 디바즈듯이 Also damit habt ihr jetzt die Zufluchtsgelübde bekommen und danach lehrt, wenn man die Zufluchtsgelübde erlangt hat, lehrt Guru Rinpoche 8 Vorteile oder Nutzen, die dadurch entstehen, die ich kurz erklären werde. Manche denken, es ist egal, ob man Zuflucht nimmt oder nicht nimmt, wir sind alle gleich. Also, aber das weiß ich nicht verstehen, worum es dabei geht. Und viele heutzutage auch viele Praktizierende oder die sich mit den Dharma befassen, sagen, es geht darum nur, ein guter Mensch zu sein oder ein guter Mensch zu werden, dann reicht das schon, dann ist man schon Buddhist. Aber sie verstehen wahrscheinlich auch nicht, wo liegt die Grenze zwischen guten Menschen und nicht. Und manche sagen, die Gelübde sind wie, man verliert damit seine Freiheit, das mögen wir nicht. Aber eigentlich, tatsächlich sind die Gelübde sehr gut. Das ist wie der Sicherheitsgurt, wenn wir im Auto sitzen, die uns schützen vor größeren Schaden. Tene karesene domba jishana lingak tsambrup shepi zandan dang chusra tawo zandan yora lingak tsambrup shepi li dang ngak sra tsambrup shepi ga tene zandan dang chusra tawo songre zandan dang chusra chuchumo ya chuchumo. Der Buddha sagte ja so in einem Sutra, dass wenn man die Basis der Gelübde hat, dann hilft uns das, dass wir Körper und Rede und Geist im Auge behalten oder im Maße behalten und unsere ethische Disziplin ist dann wieder der Geruch des Sandelholzes. 다다리 잠조가 대 파연 예요니는 그 당보대 캡스 소나 되니 되네 존테 나와 산지바가 되니 자스 츠드네 나와 산지바가 되니 다리가 다 나와 산지바 정도기 대란 공부 주송아 쉬와 나와 잠조 캡스지 다다리 나와 산지바 인지오도 되네 존테 되니 코랑 산지바가 다리가 마토레. So ist also jetzt die 8 Vorteile oder Nutzen der Zufluchtnahme, die daraus entstehen. Der erste ist, nachdem man Zuflucht genommen hat, ist man von da an Buddhist. Man kann sich also selbst als Buddhist bezeichnen, so wie also die Frage heute war, der Unterschied zwischen Buddhisten und Nicht-Buddhisten ist, ob man Zuflucht hat oder nicht. So ist also, nachdem man also von heute an, indem man Zuflucht genommen hat, kann man sich also unter den Buddhisten wägen. Tane de payo niba de domba tamche kertin bena sotar ker domba shansam ker domba tane sanga ker domba tamche kertin tin tarig sheyore. Und der zweite Nutzen, der daraus entsteht, ist, dass man ein Fundament für alle anderen Gelübde, zum Beispiel die Gelübde der individuellen Befreiung, die Bodhisattva-Gelübde und die Gelübde des geheimen Mantrayanas, Samayas, gelegt hat. Domba kanla yomo chapsa masongwala me tene ta domba kandang kanjir gona chapsa masongwala tene domba gorkab yomare. So heißt es, dass was immer es an Gelübden gibt, ohne Zuflucht hat man keines. Also das heißt, für alle Gelübde braucht man als die Basis, als das Fundament die Gelübde der Zufluchtnahme. Tene payo sambade ta chapsa zone zonte rang serap thoma me paga linga yasam ga jiba dang wachchak tamshit ndabr shi tik git mo maim bate jamjore. Und
Der dritte Nutzen, Vorteil ist also, dass man, nachdem man Zuflucht genommen hat, dass die Methode, um alle Eindrücke, Verhaltensmuster und Verdunklungen unseres Körpers, Rede und Geistes angesammelt seit unzählig vielen Leben, die wir angesammelt haben. Die Methode, um diese zu bereinigen, ist die Zufluchtnahme. Samba Chudan Jichting, Samba Tamchut, Gama Yujan the Njib, then Samba Kong, Sansam, then Capson Rover Kansalatini, Tatari, Ligi number Mamba, Amusura Remato Zemana, Rangatari, Samba Tamchut, Gama Yujan General, that thing only in Aranzola in the Ichio. Und dann der vierte Nutzen, der entsteht, ist, dass alle unsere Wünsche entsprechend dem Dharma, auch weltliche Wünsche, sich erfüllen. Das ist wirklich so. Natürlich, wenn man nur für diejenigen, deren Karma jetzt heranreift, negatives Karma heranreift, mag es nicht so sein. Ansonsten, nur durch die Zufluchtnahme erfüllen sich alle unsere Wünsche. Also dem können wir wirklich vertrauen. Tani Jamjogo Payon Ngabadi, Mudang Mamaya, Tani Jichtengal Ha Hlo, Dejan Danaji Jensen, Tani Medan Chedan, Tatela Sobag, Norskin Radamandana, Japson Rova Ganzatela, Tareta, Norskin Mumjongam, Tani Norskin the Kartim Jonayan, Tari Norskin de Tarigata, Haleba Tariti, Jor Lava, Tatindraznger, and Pluvame Payere. Und der fünfte Nutzen der Zufluchtnahme ist, dass man also für jemanden, der Zuflucht genommen hat, wird also kein Schaden erfahren von menschlichen, nichtmenschlichen Wesen, wie zum Beispiel den höchsten Göttern, Nagas und so weiter. All dieser Schaden, zum Beispiel auch von den Elementen wie Feuer und Wasser und so weiter, all dies oder wilden Tieren entsteht nicht, und selbst wenn sie entstehen, werden sie wieder befriedet oder sie können einem nicht wirklich Schaden zufügen. Ramji Njo, Conchopsona, Chalson Rovala, Tsobi Korkuyore, Chalsa Masona, Matsu Geoshin, Timo Tsor Labochindan, Kajik Revision, Tsor Yachimbo, Jonju, Nibachabrijan, Yokio Mara. Der sechste Nutzen, der entsteht aus der Zufluchtnahme, ist, dass wir die beiden Ansammlungen, die Ansammlung von konzeptuellem Verdienst und die Ansammlung von nicht konzeptueller ursprünglicher Weisheit, von natürlich, ganz spontan, ohne Anstrengung entstehen. Also wenn man Zuflucht nimmt und genommen hat, dann hat man die Möglichkeit, diese Ansammlungen und Verdienste anzusammeln. Sonst, wenn wir aus Unwissenheit heraus Heilsames begehen, dann ist also das keine Garantie dafür, dass dadurch etwas Gutes entsteht. Tene Payon Dumba de Tene Japson Rovi Kanza, Tatse Shimala, Nyarwa dan Yeta Tanjo, Tela Soba Nansung Sumda Marchiva dan, Devjin Dana Chig Lofta Chanda Marchiva dan, Devjin Dana Chig Yer Takub Garnes Marchiva, Tatela Sobe Payon Samji Mechibayore. Und der siebte Nutzen, der ist, dass man im nächsten Leben nicht in den drei niederen Bereichen, also nicht in den Höllenbereichen oder Hungergeistbereichen oder Tierbereichen und so weiter wiedergeboren wird. Gleichermaßen wird man nicht wiedergeboren als jemand, der falsche Sichtweisen hat oder an einem Ort, an dem der Dharma nicht existiert. Und dementsprechend auch besitzt die Zufluchtnahme viel weitere, unvorstellbar große Nutzen. Tene Payon Japata, Japson Rover Kanza, Zende, Gam Shima Kanonla, Tene Tarada, Tamshimi Kumpong, Tobala, Luayomare. Und der achte Nutzen der Zufluchtnahme ist, dass die Person, die Zuflucht genommen hat, wird entweder in diesem Leben oder in einem zukünftigen Leben den Zustand der Erleuchtung des Erwachens erlangen. Tate la sopa tene Jamro Koton Diba Zamzare, tene Tan Din Samsung, tene India Semki Kurkungari Shozere, Tatizuk Parchirio Samare, Tena. De Shanchu Sanhua Chimbor Getting Merchitomaco,
Tene Jate Laglan Samsu Sodun Mati, da die Longsuke Nambalapi. Und hier, jetzt ab diesen, nachdem ich also jetzt kurz über die Zufluchtnahme erklärt habe, kommt da eigentlich jetzt die Erklärung zu der Erzeugung des Bodhicitta oder Erleuchtungsgeistes. Aber ich denke, dass wir jetzt nicht unbedingt Zeit haben dafür. Aber anstelle werde ich euch die mündliche Übertragung, den Lung der 37 Schulungen der Bodhisattvas, des Textes der 37 Übungen der Bodhisattvas geben. Sacha Kanda Kanga Sona. Yang ngarang tam jira kachabadan romeshidan. Tani sacha kangla sona yang so de ta jate langling long re mbi yo. Ta ti sacha ti ga semchen namla de ta ngusum jin shanship ka sum rambo che de rang jela chini na. Ta tani ranking oni na shawa kang drum na katsa kavle yo mare. Tani janla yang na chi kacha sha na da ga shawa drum na na da ga shichup ga da tombab jondan de ga rang ayang. Tani Jikten Mubar Natsukar, Jerry Jana Mamgana, Dongjan Mambi Muchuk Sonre, Tani Jati Javale, Jikten Gamatamchuk, Mubar Natsuba in Jiga, Tani Sanji Jundan de Yana, Pena Levjanda, Lakar Lasubangari Mamgana, Ta Kungrazaka, Mamguar Muchuk Sonre, Tani Tamadam Gotap Tomareda, Ta Yenayang, the Kare, Chu Shanshuk Sim de Gelatiana. Teni roa mai na drago mo mai baga simchen mo jiga ranshi gene teni pamba toku yore. Für mich ist es so, dass wo immer ich mich befinde, gebe ich diese mündliche Übertragung der 37 Schulungen der Bodhisattvas, denn ich denke, dass wenn wir, dass dies hilft, also all den Personen und Wesen, die an diesem Ort sich befinden, Bodhicitta in ihrem Geist zu zeugen. Und für mich ist das etwas, wenn das möglich ist, dann, so wie Buddha sagt, also auch, oder im Bodhisattva Chaivatara heißt es, der Buddha lehrte entsprechend der Neigungen aller Wesen. Aber wenn man Bodhicitta lehrt und Bodhicitta den Personen beibringt, dann ist das von großem Nutzen, der ganz von selbst entsteht, sowohl für Menschen als auch nichtmenschliche Wesen. Aus diesem Grund mache ich das. Tena chenamba tani jima de jatela lenda jindang donje rang kadong nangla jang donje dang tani tamayen baga pena shangchip kyonjik chimo dang tani kamsang lami jarlong tani lamram chimo tani pena jimba jipter ka manga zenanda tani lamchuk renchen changwa当初这么大叔叔那被忙个去人堂当这儿谁人民年可大了，但等着忙不去了，等你那等你俺从没里头把的东当蛋白质容易吃的呢，等你老妈公妈个等你热的但得做了人等个娘人吃的，但我呢就去那么了个人是讲的三百个罗样，但我没有人家要嘛的，这样做。대 냠레 만도나야 자라 대 이정나 조래다 있는요 다지 쇼 망모도 그 상로 당내 가서 보바이나 자가 되는 머리 잠바 쪼이나 자 쓰던 쓰이나 춘도 쪼냠슬라나 쳔다당 쳔시마 되니 오늘급당 다 강나야 다리가 되니 랑나자라 판바 예친 무슨 중거요래 되나 참마가 되 냠는 시로 만치게 되게 되니 레와지요 und so ist also denke ich, wäre es sehr gut, wenn ihr in der Zukunft auch also eure tägliche Praxis, die 37 Übungen der Bodhisattvas auch lesen könnt. Und nicht nur das, auch die Texte zum Beispiel der Bodhisattva Chaivatara oder der Eintritt in den Pfad der Bodhisattvas von Shantideva oder die Worte meines vollkommenen Meisters, Gonzalo Michelung, oder die großen Abhandlungen des Pfades, des Stufenpfades zur Erleuchtung, Lamrim Chemo, oder das sich Trennen von den 4 Anhaftungen und so weiter, oder die kostbare Rosenkranz. All diese Lehren sind, die jenseits irgendeinen vorstellbaren Wert sind, die von unvorstellbaren Wert sind, ist, wenn wir diese studieren und auch in die Praxis umsetzen, denke ich,
dann verleihen wir diesem kostbaren menschlichen Leben, das wir jetzt haben, einen wirklichen Sinn. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir diese Hinterlassenschaften der großen Meister der Vergangenheit kontinuierlich praktizieren. Und mit einer reinen Absicht, denke ich, ist das wichtig, dass man dann dadurch kann uns der Dharma wirklich, egal wer wir sind, wo wir sind, ob Tibeter oder Westler, wenn wir den Dharma praktizieren, ist er von unvorstellbar großen Nutzen für unseren eigenen Geist. Das, denke ich, ist also gut, wenn er das tut.